50 US states in 50 days. Guten Morgen. Weil ich in meinen letzten Videos so viel über meinen langweiligen Alltag gesprochen habe und eben darüber, dass nicht jeder Tag aufregend ist, dass ich jetzt auch keine super krassen produktiven Routinen und alles habe, dachte ich, nehme ich euch einfach mal echt so einen kompletten Tag mit. Weil normalerweise in meinen Wochenvlogs zeige ich euch natürlich schon mehr oder weniger die Highlights oder einfach random Ausschnitte, aber halt nie wirklich einen kompletten Tag von morgens bis abends. Ihr konntet gerade auch schon im Grunde meine Morgenroutine sehen. Ich stelle mir keinen Wecker, habe ich auch schon nicht gemacht, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, weil ich von selbst immer relativ früh wach bin. Im Winter waren es jetzt immer so gegen 7 Uhr. Seit 1 bis 2 Wochen zwischen 5 und 6 Uhr. Es würde mir auch reichen, um 7 Uhr aufzustehen, aber ja. Wenn ich aufgestanden bin, muss ich meistens erstmal auf Toilette. Dann wird einmal stoßgelüftet. Im Sommer lasse ich die Fenster meistens, ja, eigentlich den ganzen Morgen offen. Mache mir meinen Instant Coffee. Ich habe mir sogar mal eine French Press gekauft, aber das ist mir morgens dann immer zu aufwendig, weil ich einfach nur schnell meinen Kaffee haben will. Bei mir ist es so, dass ich mich einfach nur an den Geschmack gewöhnen muss und dann schmeckt's mir auch. Also zumindest bei Kaffee. Ja, und mit meinem Kaffee setze ich mich dann eben auf die Couch. Früher habe ich immer sehr exzessiv so ein Solitärspiel auf dem iPad gespielt. Das habe ich wirklich viele, viele Jahre gemacht und es war schon fast so eine Art Sucht, würde ich sagen. Aber seit diesem Jahr hat das tatsächlich nachgelassen. Jetzt schaue ich eher YouTube-Videos und so verbringe ich dann, je nachdem, wie früh ich wach geworden bin, die ersten 1 bis 2 Stunden meines Morgens. Also ganz entspannt und nicht produktiv. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann morgens nicht direkt nach dem Aufstehen frühstücken. Also da reicht mir erstmal mein Kaffee, auch wenn das vielleicht nicht so gesund ist. Aber es gab tatsächlich auch Zeiten, da habe ich gar nicht gefrühstückt, beziehungsweise erst um 11 oder 12. Dafür habe ich dann aber abends immer relativ viel gegessen. Jetzt, wo ich eben auch wieder regelmäßig Sport mache, esse ich dann morgens auch früher, habe auch früher dann wirklich Hunger. Und habe gemerkt, das tut mir auch wirklich richtig gut. Also ich habe natürlich mehr Energie über den Tag und auch nicht mehr so viele Verdauungsprobleme. Aber da muss im Endeffekt wahrscheinlich jeder für sich den richtigen Weg finden. Ich versuche tatsächlich immer so gegen 8 richtig in den Tag zu starten. Klar, manchmal wird es auch ein bisschen später. Gerade am Anfang, als ich quasi beschlossen habe, selbstständig zu arbeiten, ist mir das noch richtig schwer gefallen, nicht den kompletten Vormittag irgendwie zu verdümpeln. Aber mittlerweile klappt das eigentlich ganz gut, weil auch so nach 1 bis 2 Stunden entspannt in den Morgen starten, da habe ich dann meistens auch Lust, aktiv zu sein und ja, Dinge zu machen.
Mir ist mein kleines Mikro gerade ins Gras gefallen. Der Puschel ist jetzt ein bisschen nass. Ich hoffe, das ändert nichts an der Soundqualität. Ich war jetzt seit langem das erste Mal wieder joggen. Die letzte Zeit, als das Wetter so schön war ich dann halt eher mit dem Fahrrad unterwegs oder auch mal Inliner fahren. Aber ich habe das halt dann nicht so als Workout angesehen, sondern eher als was Spaß macht oder was praktische Zwecke hat. Ich bin auch nur 3 Kilometer gelaufen. Über die Zeit brauchen wir jetzt gar nicht zu sprechen. Aber ich denke, einigen von euch dürfte auch bewusst sein, dass es kein super effizienter Lauf ist, wenn man dabei mitfilmt, weil man eben zwischendrin immer mal anhält, die Kamera positioniert, dann ja auch nachschaut, ob die Aufnahme gut geworden ist und so weiter. Und um es da an der Stelle auch nochmal dazu zu sagen, auch wenn ich den Tag heute versuche, so realistisch wie möglich zu gestalten, ist es natürlich trotzdem verzerrt. Dadurch, dass ich die ganze Zeit alles mitfilme, dauern die Dinge natürlich auch wesentlich länger, als wenn ich sie einfach tun würde. Ich werde jetzt nach Hause spazieren, unter die Dusche springen und dann zu Aldi fahren. Die haben diese Woche nämlich ganz schöne Bettwäsche im Angebot, die auch passend für meine große Decke ist. Und außerdem habe ich auch so gut wie kein Essen mehr zu Hause, weshalb ich ein paar Sachen noch besorgen werde. Allerdings nicht so viel, weil ich übermorgen dann nochmal Großeinkauf mache, weil meine Mama da mit dem Auto bei mir ist und das ist natürlich sehr praktisch. Guten Morgen. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Also ich merke halt auch gerade mittlerweile die Sommer, das zieht mich dann eher runter, wenn es wirklich die ganze Zeit so drückend heiß ist.
Das Licht hier ist gerade irgendwie crazy. Weil meine Kamera mal wieder einen Moment Pause brauchte, habe ich mir gerade ein YouTube-Video angeguckt. Ich habe gerade angefangen, so eine Reihe von Ryan irgendwas anzugucken. Ein relativ großer YouTuber. Und in der übernachten er und seine Frau innerhalb von 50 Tagen einmal in allen 50 Bundesstaaten der USA. Ich finde es echt ganz unterhaltsam und irgendwie habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt, dass ich sowas auch gerne mit deutschen Bundesländern machen würde. Ist natürlich nicht ganz so herausfordernd, weil man easy an einem Tag von einem Bundesland in ein anderes fahren könnte. Allerdings, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, wird es schwer, 16 Tage am Stück frei zu haben. Und ich glaube, aktuell könnte ich mir die Kosten für Unterkünfte nicht leisten. Naja, ich werde mir überlegen, ob ich das irgendwie auf meine Art umsetzen kann. Sagt mir auch gerne mal, ob ihr sowas spannend fändet. Vielleicht habe ich auch das Video angeschaut, um ein bisschen zu prokrastinieren, weil ich nämlich heute was vorhab, zu dem ich mich echt schwer motivieren kann. Das hatte ich auch vor ein paar Wochen schon mal angeteasert, dass ich dazu nämlich auch ein separates Video mache. Und zwar will ich versuchen, genug Sachen zu verkaufen, um mir im September einen kleinen Urlaub zu finanzieren. Das Ding ist, ich glaube, es mangelt nicht an Sachen zum Verkaufen, sondern es mangelt bei mir immer nur an der Motivation, es dann auch zu tun. Weshalb ich da jetzt auch schon wieder seit einem Monat nichts online gestellt habe. Shame on me. Aber ich habe jetzt hier mal eine Kiste mit Sachen zusammengepackt und ich weiß nicht, ob ich alles heute online stellen werde. Ich glaube, dafür wird meine Motivation einfach nicht reichen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal damit anfangen und am Ende des Tages hoffentlich ein paar Sachen zum Verkauf online gestellt haben. Ist jetzt auch schon kurz vor 6. Ich habe mittlerweile auch schon wieder Hunger, weshalb ich mir jetzt gleich Abendessen machen werde. Heute gibt es mal wieder Erdnuss-Kokos-Curry. Ich muss auch sagen, dass ich echt glücklich darüber bin, wie sich so meine Ernährung entwickelt hat. Also so mit Anfang, Mitte 20 habe ich echt viel Fertigessen und so gegessen. Und ich habe definitiv nicht die beste oder gesündeste Ernährung. Mein Brot liebe ich auch nach wie vor. Aber ich würde sagen, gerade morgens und abends esse ich halt mittlerweile echt gesündere Sachen, die ich mir eben auch in der Regel selbst zubereite. Ich versuche ja auch in letzter Zeit öfter mal neue Rezepte auszuprobieren. Ja, das klappt mal besser, mal schlechter. Aber bevor ich anfangen kann zu kochen, muss ich erstmal wieder die Spülmaschine ausräumen, damit ich hier den ganzen Kram einräumen kann und auch Platz habe. Ach so, und falls ihr euch wundert, dass ich bei mir in der Wohnung Kopfhörer trage, ich trage tatsächlich oft in meiner Wohnung Kopfhörer, weil ich es einerseits nicht mag, meine Nachbarn mit meinem Lärm zu beschallen quasi, aber ich mag es auch, wenn die Musik näher an meinen Ohren ist und dadurch Geräusche von außen eben ausgeblendet werden. Und auch gerade jetzt, wenn ich filme, ist es praktisch, weil ich dann trotzdem den Ton mit aufnehmen kann, ohne irgendwelche Urheberrechtsprobleme zu bekommen.
Ich habe gestern mein Bett frisch bezogen und es gibt fast nichts Besseres als ein frisch bezogenes Bett. Ja, nachdem ich fertig mit dem Film war ich zwar irgendwie schon super müde, aber es war doch noch ein bisschen zu früh, um schlafen zu gehen. Weshalb ich dann mir die Zeit so ein bisschen auf Social Media totgeschlagen habe. Das Ding wäre, ich hätte auch super gern gelesen, aber ich wusste einfach, da fallen mir sofort die Augen zu, wenn ich das mache. Eine große Abendroutine habe ich ja an sich auch nicht, aber was ich eben aktuell immer mache, ist abends, wenn ich im Bett bin, noch nicht direkt schlafen zu gehen, sondern erstmal noch ein bisschen zu lesen. Ist auch okay, wenn ich dann nur 2 oder 3 Seiten lese, aber das ist für mich mittlerweile einfach zu so einem Ritual geworden. Ich lese gerade Knochenkälte von Simon Beckett. Nach Jahren ein neuer David Hunter-Fall. Habe ich mir letztens aus der Bibliothek ausgeliehen, während ich das Buch, das ich mir davor aus der Bibliothek ausgeliehen habe, noch nicht mal angefangen habe zu lesen und eigentlich auch noch zig Bücher zu Hause habe, aber ich hatte einfach Lust drauf. Das war jetzt also ein beispielhafter Tag in meinem Leben. Ich wollte mit dem Video auf jeden Fall einfach nur noch mal dran erinnern, dass auch wenn man teilweise andere Dinge auf Social Media sieht, die meisten von uns doch einfach so einen relativ normalen Alltag haben, wo eben nicht jeden Tag spannende Sachen passieren. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ja schon in ein paar Tagen wieder im nächsten Wochenvlog.